Musik hat für mich diese ganz magische Kraft, mich aus dem Moment und der Situation, wo ich gerade bin, herauszunehmen und woanders hinzubringen. Wenn ich einen Song höre, der für mich so verknüpft ist mit einer bestimmten Stimmung, mit einem bestimmten Lebensabschnitt oder einem bestimmten Ort oder so, dann triggert das halt alle diese Gefühle und es bringt mich wieder dahin zurück. Meine musikalische Bildung, die fing eigentlich schon im Kindergarten an. Mein bester Freund, der war Sohn von einem GI und sein Vater war der Dirigent an der Bass. Ich war halt super krass beeinflusst von dieser ganzen amerikanischen Kultur. Cadillacs und Hamburger und Popcorn und Monster Trucks. Das hat mich einfach beeindruckt. Mein Vater, der war so jemand, der hat halt zum Beispiel nur klassische Musik gehört und alles andere, was irgendwie neu war, das war halt für ihn irgendwie keine Kultur, das war für ihn Mist. Und für mich war halt Musik von Anfang an immer so ein Teil meiner Identität. Und das ist es nach wie vor noch. Das Schöne als Musiker ist, dass man sich so ein Stück weit rausnehmen kann aus der Gesellschaft. Man klingt sich so aus, sondern man sitzt halt irgendwie so daneben auf so einer Art Parkbank und beobachtet das Ganze so und beschreibt das halt. Für mich ist die Musik einfach ein Werkzeug, um irgendwie die Zeit, in der ich lebe, zu dokumentieren. Zu meiner Art, irgendwie eine Chronologie zu schreiben. Halt natürlich gesehen durch die spezielle Linse meiner Augen. Ganz am Ende versuche ich dann halt irgendwie einen möglichst guten Text darüber zu schreiben. Das ist für mich der Reiz, weswegen ich Musik mache. Text schreiben ist ein bisschen so wie so Angeln gehen. Du sitzt halt so da mit deiner Angel und vielleicht, wenn du Glück hast, dann beißt was. Und wenn du richtig Glück hast, dann beißt halt ein dicker Fisch. Aber du weißt halt auch nie so richtig, welcher Fisch beißt. Man weiß nur, man sitzt mit der Angel am See und hat einen Köder dran. Und der Köder ist halt, dass man irgendwie so ins Studio geht und irgendwie was hat. Irgendein Stück, ein kleines Samplechen. Weil ich nie Kohle hatte, hab ich nie gechillt. Weil ich Depressionen hatte, gaben sie mir Pillen. Doch weil ich Visionen hatte, schob ich meinen Film. Ich habe ihn gedreht, mein Budget war nur mein Willen. Du hast halt in den meisten Tonstudios eine fast schon symbolisch dicke Tresortür, die hinter dir zugeht. Und dann weißt du halt, ich bin jetzt in einem Raum, der ist nur dafür da, irgendwie Musik zu machen. Das ist wie so ein Bunker. Die ganze Welt könnte jetzt untergehen, aber ich wäre jetzt halt noch hier. Und ich fokussiere mich nur darauf. Und du nimmst halt alle anderen Einflüsse von außen weg. Und dann kannst du halt dich auf diesen Gedanken fokussieren. Es gibt ja auch viele Leute, die ihr Studio halt als Lab, also als Labor oder Laboratorium oder so bezeichnen. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Du gehst halt an einen Ort, wo einfach viele professionelle Werkzeuge für dich bereit liegen. Die sind einfach nur da, um ihren Zweck zu machen und du weißt, wird funktionieren. Und das gibt einem so eine bestimmte Gewissheit, dass man seinen Job irgendwie dann auch erledigen kann in dem Moment und es hilft einem irgendwie, sich zu fokussieren. Kopfhörer sind, wenn du wirklich aufnimmst, das einzig wichtige Tool neben dem Mikrofon. Die sind halt so das Kontrollinstrument. Wenn ein Kopfhörer geil ist, dann fühlst du dich halt wohl in dem Moment, wo du aufnimmst. Und du kannst dann dich halt auch darauf verlassen, dass das, was du da hörst, halt dann das ist, was dann später auf der Platte ist. Du musst wirklich jedes Stäubchen fallen hören. Und es gibt einem so Sicherheit, das ist wie so eine Art Rettungsring. Die 1770 Pro sind für mich die Verbesserung vom 770er. Sie klingen geiler, sie klingen präziser, sie sind hochwertiger gefertigt. Du kannst halt die Kabel austauschen, das ist das wichtigste Feature. Sie sind einfach viel genauer. So ein Leben ohne Musik, das geht eigentlich nicht richtig für mich gedanklich. Ich habe einfach den Wunsch, immer irgendwie gehört zu werden. Genauso wie man sich als Mensch irgendwie wünscht, geliebt und gebraucht zu werden. Es gibt einem ein gutes Gefühl, es gibt einem das Gefühl, einen Zweck zu haben. Ich weiß zwar nicht, was das Jahr noch passiert, doch am Ende da wartet ein schwarzes Klavier.